Ja, moin Leute. Bestellt habe ich diesmal eine echte Weltneuheit. Und zwar den Moonfang. Das ist ein super neuer Fischbär. Mal auspacken. Wo ist er denn? Ich bin schon so gespannt. Wow. Der Moonfang. Jo, hier haben wir den Moonfang in seiner ganzen Pracht. Dann können wir hier diesen Mechanismus öffnen. Und das Ganze ausziehen. Meine Güte. Das sind ja 1,5 Meter. Ja, der Moonfang ist natürlich schon ein Hammergerät, ne? Ihr könnt das auch selber erahnen. Hat nicht viel Gewicht. 150 Gramm. So muss das sein. So steht es in der Bibel. Normalerweise Fischspeere dieser Qualität sind so bei 1,7 Kilo, wie wir eigentlich alle wissen. Aber vielleicht sind ja auch Leute, die so ein bisschen fachfremd sind hier. Deswegen sei das nochmal erläutert. Wo hat der Moonfang eigentlich seinen Namen her? Zum einen ist es so, der Moonfang besteht aus einem Hartverbundstoff. Und zwar aus dem Edelmetall Nippel. Und das wird auf dem Mond abgebaut. Edelmetall-Sachverständige Leute wissen das. Ja, und wenn ihr hier guckt, diese Widerhaken erinnern an die Fangzähne von Fabelwesen. Deswegen Moonfang. Ja, Weltneuheit ist natürlich die Teleskopfunktion. Das ist ja unbeschreiblich. Das sitzt auch alles. Das ist wertig. Das ist ein vollwertiger Fischbär. Im eingeklappten Zustand passt das Ding in jede handelsübliche Handtasche rein. Oder in die Hosentasche ragt so ein kleines bisschen raus, aber das ist ja nicht wild. Und im ausgeklappten Zustand ist das ein ordentlicher Ernährer. Die Kosten bei den Moonfang sind schon etwas höher, würde ich sagen. Also so im dreistelligen Halbbereich. Und dann gibt es noch so eine kleine Randanekdote. Das Ministerium für Sozialdarwinismus hatte ein Papier verfasst, eingebracht im Bundestag, dass Grundsicherung abgeschafft wird und stattdessen gibt es einen Moonfang für alle. Und zwar drehte sich das Papier um das Argument, was eigentlich auch eine Redewendungsweisheit ist. Gib einen Hungernden einen Stickfish, dann hast du ihn für einen Tag ernährt. Lehre aber einen Hungernden das Kuchenbacken, dann ernährst du ihn das ganze Leben, solange jemand anders davon profitiert. Ja, der Spruch geht ja eigentlich ein bisschen anders, mit mehr Fische dabei, aber die haben in der Ostsee ja knallhart alles leer gefischt, was geht, ne? Deswegen ist das jetzt mit der Bäckerei. Ja, wie dem auch sei, ob das jetzt eine tolle Idee war oder nicht, werden wir sehen auf der kommenden Tour. Ich nehme euch mit, wir werden den Moonfang mal ordentlich ausprobieren und mal gucken, ob wir damit was fangen. Die Weltneuheit an Fischbär mal ein bisschen in Benutzung bringen und mal gucken, ob das Teil was taucht. Werden wir Hunger leiden oder werden wir satt? Ja Leute, dann sag ich mal Abfahrt!
Ja, alles klar, das sieht doch 1A aus. Da werde ich mir mal meine Badesachen anziehen und den Moonfang rausholen. Und dann mal gucken, ob wir was gesperrt kriegen, wa? Ihr seht, passt in jede handelsübliche Handtasche. Und dann wird er mal ausgefahren. Guckt euch das an. So. Der absolute Wahnsinn. Piek, piek, piek. Juhu! Das ist natürlich alles ganz schön morastig hier. Gucken, ob wir hier was sehen. Dass man hier bei den Blutenkräutern muss man ein bisschen gucken. Vorsichtig sein. Ich halte jetzt auch mal die Schnauze und bin ein bisschen ruhiger. Nicht, dass wir die Fische erschrecken. Okay? Da ist eine. Könnt ihr den sehen? Ein Stickfish. Okay. Huh. Oh. Mist. Der ist abgehauen. Ein Stickfish habe ich. Meine Güte, das war eine ganz schöne Jagd. Aber der sieht gut aus. Der war auch sofort, ne? Ist schlafen gegangen, wie die Angler sagen. Ja. Das ist schon mal gut. Schmackofatz, lecker, lecker. Legen wir den mal hier hin. Wenn man geduldig ist, ne? Dann kriegt man die Stickfische. Wow. Das reicht ja auch. Wir wollen der Natur ja nicht zu viele Stickfische wegnehmen. Ansonsten nicht, dass wir hier noch so Ungleichgewicht und sowas, ne? Ihr versteht mich. Versteht ihr mich? Alles klar? Ja Leute, eine richtig schöne Ausbeute an Stickfische. Hat gut funktioniert, der Moonfang. Ich bin begeistert. Ja gut, dann holen wir die Fischlein mal. Und dann geht das ab in die frische Box. Ja, wunderbar. Dann kann der Deckel da drauf. So. Richtig schön dicht. Auf jeden Fall werde ich die hier schön morgen früh zum Frühstück knuspern. Mal gucken, vielleicht findet sich ja noch was für Soße. Ja, dann würde ich sagen, alles klar. Wir packen die Fischis ein. Wir klappen den Moonfang zusammen. Und dann geht das weiter.
Ja, morgen Leute. Ich habe schon den ersten Kaffee gehabt. Jetzt freue ich mich auf einen leckeren Fischsnack. Es soll wohl auch gleich anfangen zu regnen. Deswegen legen wir mal los. Ich habe nämlich noch was gefunden. Und das zeige ich euch jetzt. Ja, liebe Leute. Hier haben wir den Hildesheimer Rödelwurz. Und da will ich euch mal was zeigen. Ihr denkt wahrscheinlich, das ist ein ganz normaler Baumstamm hier. Damit ist nichts los. Das Ding liegt hier schon länger rum. Aber pass mal auf. Wenn wir hier jetzt so längs schneiden, ne? Seht ihr diese weiße? Flüssigkeit? Das kommt daher, weil sich das Getier hier reingenagt hat und hat so die Exkremente hinterlassen. Ja, und da kann ich nur sagen, Schmackofatz. Das ergibt eine wunderschöne Soße. Ja, das regnet zwischendurch mal ein bisschen, ne? So ist das hier. Aber ich habe schon richtig Lust auf lecker frischen Fisch. Der Fisch ist auch immer noch in der Frischhaltebox. Frisch gefangen, gestern. Hier ist er. Ja. Und dann bereiten wir den mal zu, ne? Ja, aus dem Hildesheimer Rödelwurz ist auch schon ganz gut Saft ausgetreten. Hier könnt ihr das sehen. So. Und dann schöpfen wir hier diese Baummilch ab und drapieren die schön auf den Fisch. Eine leckere natürliche Besonderheit. Schaut euch das an. Ja, und wie schmeckt das Ganze? Mmh. Lecker. Mmh. Lecker. Dann würde ich sagen, könnt ihr euch schon mal das Fazit angucken vom Moonfang, okay? Also jetzt zum Fazit vom Moonfang. Ich muss sagen, das ist ein super Gebrauchsgegenstand. Ein richtiges Wunderwerk der Technik. Ja, ich kann euch verraten, also ich benutze das Ding 3-4 Mal die Woche. Und mache mir alles Mögliche. Ich mache mal Stickfische. Ich mache mal schön hier schön ein bisschen einlegen den Fisch und mache mir selber Dofi, hier Dosenfisch. Das geht alles. Ansonsten kann ich den Gebrauch vom Moonfang nur empfehlen. Ja, muss ich sagen. Also da kannst du eine Backpacking-Ausrüstung mitmachen. Das ist für Bushcraft super. Also ich glaube, wenn du einen Moonfang hast, dann hast du gar keine Survival-Probleme mehr. Dort ist jetzt, außer das ist jetzt hier so mit Atomkrieg oder so, dann braucht man noch ein bisschen Alufolie. Absolute Kaufempfehlung. Ja, wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann lasst keinen Daumen hoch da.
Abonniert nicht den Kanal und drückt auch nicht die Glocke. Ansonsten macht das gerne. Und dann würde ich sagen, bis nächsten Sonntag zu einer neuen Folge Camp Wild North. Vielen Dank fürs Zugucken.